Hallo Leute, hier ist euer Weber Dr. Puppet mit einer neuen Interviewreihe Behind the Screen für Penta Sports und heute interviewen wir niemand anderes als der Penta Manager Alexander Loco X Hugo. So, wie geht's dir Hi. heute? Ja, eigentlich ganz gut, ne? Im Moment alles ein bisschen stressig, weil morgen geht schon direkt los nach Helsinki. Aber sonst ganz gut. Hört sich doch trotzdem gut an. So, und da ich dich ja hier zu Gast habe, werden wir natürlich auch ein bisschen einen Einblick in die Welt des E-Sports-Managements bekommen. Deswegen fangen wir aber trotzdem erstmal mit dir erstmal an. Ne? Natürlich wollen dich erstmal ein bisschen kennenlernen. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie alt bist du jetzt? Studierst du gerade? Machst du eine Ja, ich bin Ausbildung? jetzt 19 Jahre alt, wohne in Osnabrück im Moment, da studiere ich auch Rechtswissenschaften. So, aber sprechen wir mal ein paar Jahre zurück. Wie kamst du erstmal überhaupt zu Videospielen? Damals habe ich angefangen, da war ich 11 oder so, erstmal mit Browser Games. Später habe ich dann so ein Rollenspiel online gespielt, das hieß 4Story. Da war ich auch halt ziemlich erfolgreich und da hat es auch angefangen, dass mich halt der kompetitive Teil ein bisschen mehr interessiert hat, also der E-Sport. Dann habe ich später lange Jahre League of Legends gespielt, also 2,5, 3 Jahre. Und dann durch Pentasports habe ich halt selber ein bisschen weniger gezockt und dann mehr mit dem Management angefangen. Alles klar. Hast du denn selber Sport betrieben, als du jünger warst? Jo, ich habe Basketball gespielt, viele Jahre lang, davor habe ich Judo gemacht. Beiden war ich auch ziemlich erfolgreich. Beim Basketball lag das eher am Rest von meinem Team und nicht so an mir. Aber hat auch Spaß gemacht. Das Definitiv. das glaube ich. Aber du erwähnst gerade, dass du erstmal lange League of Legends gespielt und du hast dich schon bei 4Story mit Szenen beschäftigt. Aber was war jetzt letztendlich der Grund, äh, dass dich das Ganze zu E-Sports geführt hat? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also mir liegt das halt irgendwie, Dinge zu organisieren. Und im Gaming war ich halt immer nur so, außer bei Vorstellung, Mittelmaß. Und ich wollte halt mehr. Mhm. Ich wollte auch den E-Sport an sich voranbringen, weil es halt eine coole Sache ist und steht noch relativ weit am Anfang. Und dann dachte ich mir, gehe ich mal eher in den E-Sport teil, um das ein bisschen voranzubringen und mich darin auch selber zu finden und zu entwickeln. Ja, das klingt auch sehr interessant. Aber was war jetzt letztendlich, was du so an E-Sports faszinierend fandst, dass du eben nicht irgendwie nach deinen Erfahrungen einfach so als Spieler hin da mal zu spielen, wirklich dabei geblieben bist? Ich meine, du hast ja, also Penta war ja nicht dein erstes Projekt, du hast ja schon selber gespielt im oberen Mittelmaß, selber ESL schon mal teilweise gespielt. Okay. Was war jetzt so das Faszinierende an E-Sports, was du gesehen hast? Okay, das gefällt mir, jetzt bleibe ich hier. Das ist eine gute Frage. Also als ich das angefangen habe mit Concordia Gaming, waren wir doch gar nicht so erfolgreich. Eher so vor uns hergedümpelt mit ein paar Amateurteams, die ESL A-Series gespielt haben. Und nichts wirklich Erfolgreiches. Und seit ich dann hier auch bei Penta bin, sind wir halt wirklich sehr erfolgreich und es macht auch immer mehr Spaß, weil der Erfolg gibt einem recht in dem, was man tut. Es zeigt, dass man es gut macht, was man macht. Und der Spaß kommt auch definitiv nicht zu kurz. Also es ist manchmal sehr stressig, aber was dabei dann rauskommt, das zählt und dann war es die Mühe auch immer wieder wert. Ja, ich meine, du machst bis jetzt deinen Job ja ganz gut, ne? Also, ihr fahrt ja morgen schon zur nächsten LAN. Ja, ihr wart bei Dreamhack. Aber bis man überhaupt zu diesen Posten als Manager, CCO angekommen bist, äh, wie, wie war dieser ganze Weg, also wie war dieser ganze Prozess? Wie bist du überhaupt allgemein zu dem Bereich des E-Sports Management gekommen? Also damals hatte ich mit Concordia Gaming meinen eigenen Gaming-Clan halt gegründet. Damals auch am Anfang noch ganz alleine und dann mit Marco Bunge zusammen. Dann haben wir das zusammen geführt. Haben dann halt, wie gesagt, 2, 3 Amateurteams gehabt, die A-Series gespielt haben, nur in League of Legends. Da ist dann auch damals der Diego beigetreten, der heute bei uns die Mediaabteilung leitet, bei Pentasports. Und der Marco war auch, beziehungsweise ist mit im Vorstand bei Pentasports. Also 2 der Leute von Concordia Gaming sind auch mittlerweile im Vorstand bei Pentasports. Und ja, damals bin ich dann von Concordia Gaming bei der Fusion mit rübergegangen zu Pentasports.
War damals aber auch noch nicht im Headmanagement, sondern habe mich dann halt hochgearbeitet, weil mir das Projekt wirklich Spaß gemacht hat, weil ich viel Mühe und viel Zeit reingesteckt habe. Und ja, das hat sich dann halt ausgezahlt, ne? Ja, das klingt sehr gut. Aber nebenbei, neben dem ganzen E-Sports-Studium, habe ich gesehen, du bist ein sehr leidenschaftlicher Hobbyfotograf. Und ist das etwas, das du vielleicht in Zukunft sogar mit E-Sports verbinden könntest du vielleicht hier und da mal ein Event von euch mal mit fotografieren? Oder allgemein, ist das etwas, was du in der Zukunft mit deinem Job beziehungsweise deinen anderen Hobbys verbinden möchtest? Fotografieren, wenn man es richtig können will, ist ein sehr teures Hobby Ja, und ein sehr zeitintensives Hobby. Deswegen mache ich das ja wirklich jetzt nur so amateurhaft. Ich meine, auf einem E-Sport-Event, da ist zwar ziemlich bescheidenes Licht, aber wenn man ein lichtstarkes Objektiv hat, kann da im Prinzip jeder fotografieren, so nebenbei. Ich meine, das werde ich wohl auch weitermachen, auf unseren Events und so fotografieren. Wenn wir jetzt nach Katowice fahren, zum nächsten Major, nehmen wir auch ein Kamerateam mit, die dann das ein bisschen professioneller filmen und dann auch einen kleinen Werbefilm für uns da machen. Da werde ich dann halt mich mehr aufs Management beschränken und weniger ein bisschen rumknipsen, aber es macht mir schon sehr viel Spaß, nur es ist zu zeitintensiv und zu geldintensiv, um es wirklich mehr im Detail zu machen. alles klar. Also dann gehen wir mal ein bisschen über in deiner Laufbahn als E-Sports Manager und also erstmal gehen wir erstmal ein bisschen auf Concordia ein und dann halt über Penta. Bevor das halt eben Penta überhaupt existiert hat, bevor, also wie du es gerade eben erwähnt hast, ihr habt euch aus mehreren Clans und Multigaming-Clans halt Penta gegründet und du warst ja halt Manager bei Concordia. Was war genau das Projekt Concordia Gaming? Was hast du angestrebt? Was war das Ziel von Concordia Gaming? Angestrebt habe ich im Prinzip genau das, was ich jetzt mache. Nur die Sache war halt, dass wir nur zwei Leute waren damals und jetzt haben wir bei Pentasports einen Staff von 20, 30 Leuten. Und es ist halt naiv zu glauben, dass man mit zwei Leuten wirklich irgendwas aufbauen kann, was dann auch wirklich erfolgreich ist und was funktioniert, weil wir haben so viele Aufgaben, so viele Dinge, die erledigt werden müssen, dass man das mit zwei Leuten nicht schaffen kann. Und deswegen sind wir dann halt auch später den Schritt gegangen zu Pentasports. Also damals war das dann halt so quasi eine One-Two-Man-Show, haben ein bisschen die Teams betreut, die haben halt hauptsächlich auch nur halt A-Series gespielt, wo es nicht viel zu tun gibt. Und da findest du auch keine ordentlichen Sponsoren dann halt, wenn du nichts hast, was du vorweisen kannst. Und der Anfang ist immer am schwersten. Und Concordia Gaming war der Anfang. Es war ein ganz neu gegründetes Projekt, das noch keine Historie hatte, keine Hintergründe. Und deswegen war es auch an sich nicht so erfolgreich. Aber trotzdem hat dir diese Erfahrung bei Penta weiterhelfen können? Die Erfahrung hat mir nicht wirklich bei Penta weiterhelfen können. Das ist so wie in der Schule. Du gehst jahrelang zur Schule und danach beim Studium hat dir trotzdem nichts was gebracht, weil du nur Zeugs gelernt hast, was du eigentlich im Prinzip dann später nicht mehr brauchst. Ne? Was, Also, nee, hat mir nicht wirklich geholfen. Es war der Anfang, es hat mir Motivation gegeben, aber wirklich geholfen hat es mir da noch nicht, weil wir nicht wirklich intensiv daran gearbeitet haben, damals bei Concordia. okay. Also was lernen wir daraus? Schule bringt Richtig. nichts. Aber macht die Schule zu Ende, macht euer Abitur, geht studieren und lernt was Ordentliches. Alles klar, das merke ich Ja. mir. Penta ist ja aus mehreren deutschen E-Sports-Organisationen entstanden. Ne? Dazu unter anderem gehört zum Beispiel Logix dabei. Das könnten vielleicht ein paar bekannt sein. Wie ist es halt überhaupt dazu gekommen, dass gerade eben diese Organisationen sich dann halt zusammengesetzt haben, okay, lass mal hier was Neues, was Gemeinsames machen. Wie kam es überhaupt dazu? Also von deiner Seite aus hast du ja schon ein bisschen erzählt, aber wie kam es vor allem von den anderen aus? Ja, es gibt halt im deutschen E-Sport wirklich eine Menge Organisationen. Der Markt ist in Deutschland im Prinzip härter umkämpft als in allen anderen Ländern. Außer jetzt mal so in Asien, ne? Aber es bringt halt nichts, wenn du einen kleinen Stuff hast und viele Organisationen. Da haben wir uns gedacht, wenn wir Leute aus jedem Bereich, die besten Leute, in eine große Organisation stecken, dann können wir viel, viel mehr erreichen und das viel schneller als mit vielen kleinen. Und das hat ja auch wohl funktioniert, denke ich mal so, ne? Ja, ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, ne? So, was war denn überhaupt der Auslöser? Wann ging es denn halt richtig mit Penta los? Ich meine, ihr habt euch zusammengesetzt, das alles ausdiskutiert, aber wann würdest du sagen, wurde Penta wirklich zu dem Projekt, was
es eigentlich jetzt überhaupt ist. Also im Oktober 2013 haben wir damals mit den Planungen angefangen, haben den Clan dann im Januar 2014 gelauncht, am 5. Januar. Das ist unser Jubiläumstag. Dann hat es erstmal so ein bisschen vor sich hingedümpelt mit etwas schwächeren CSGO-Teams und League of Legends-Teams. Unser erster Erfolg war dann im Prinzip das EPS League of Legends Offline Final in Köln. Später haben wir dann das Team Berserk gepickt als CSGO-Team, die damals auch nicht wirklich so erfolgreich waren. Die haben dann auch eben nach dieser Helsinki-LAN, die jetzt wieder ansteht, Hm. 3 Spieler replaced und dann ging es aufwärts. Die Jungs waren richtig erfolgreich und mit deren Erfolg ist dann halt auch unser Erfolg gestiegen und unsere Bekanntheit, mit der wir dann arbeiten konnten. Das klar, hört sich doch das ist ganz gut an. Also ich meine, was waren denn eigentlich die Ziele, als ihr da euch zusammengesetzt habt, euer erstes Team habt? Wolltet ihr einfach nur aufsteigen und das Projekt so gut wie möglich voranbringen? Oder hattet ihr irgendwie ein besonderes Ziel, was euch dazu motiviert hat, also hier zu sein, wo ihr gerade ja eben seid? Ja, ne, bei den meisten ist es die Leidenschaft zum E-Sport. Wir alle lieben den E-Sport. Wir stecken jeden Tag Stunden in den E-Sport und wir wollen, dass es wächst. Wir sehen, was andere Organisationen schon erreicht haben und wir wollen halt mithelfen, dieses große Projekt E-Sport weiterzuführen, die Akzeptanz zu steigern. Wir haben ja auch unseren Pentasport e.V., den Verein, und eines unserer Vereinsziele in der Satzung festgeschrieben ist es auch, den E-Sport in Deutschland zu fördern. Mehr Leute dafür zu begeistern, Leute aufzuklären, was E-Sport überhaupt wirklich ist. Wenn man jetzt irgendwo auf die Straße geht und jemandem sagt, ich bin Manager im E-Sport, dann haben die gar keine Ahnung wirklich, wovon du redest. Dann fängst du an Videospielen und dann denken sie, Ah, ja, sitzt den das. ganzen Tag im Keller, so wie ich jetzt hier auch im Dunkeln sitze. Und ja, kommt halt nicht raus und sitzt den ganzen Tag nur vor dem PC und ist am Zocken. Halt, dass Leute wirklich Ahnung haben davon und in Zukunft haben wir auch vor, sagen wir, mit einem großen Vereinsheim das ein bisschen professioneller zu machen, Seminare zu halten, Jugendarbeit auch zu betreiben und halt wirklich den E-Sport voranzubringen. Also ihr wollt wirklich auf die Talentförderung gehen und Talente suchen und eben halt durch mehrere Teams fördern. Verstehe ich das richtig? Das ist richtig. Ja, das ist ein sehr gutes Projekt, was auf jeden Fall viele auch zu Herzen nehmen könnten, damit das eben noch schneller vorangeht. Aber gehen wir noch ein paar Schritte zurück. Und wir haben ja vorhin ja geredet, ihr habt ja aus mehreren Orgs ja eben Penta gegründet. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Wie kam dieser Kontakt von Organisation zu Organisation? Habt ihr euch bei Events kennengelernt, bei Foren? Oder wie ist es überhaupt zustande gekommen, der Kontakt zu den anderen Managern zum Beispiel? Wie das jetzt bei Penta genau gelaufen ist, Genau. kann ich dir noch nicht mal so genau sagen. Damals ist Concordia Gaming halt so ein bisschen vor sich hingedümpelt und irgendwann dann Anfang Oktober hat mich der Marco angeschrieben. Du, ich habe da ein neues Projekt. Es könnte auch was für dich sein, willst du da nicht mitmachen? Und ja, so bin ich dann mit den Leuten, mit denen ich heute zusammenarbeite, zusammengekommen. Wir haben uns alle gut verstanden, verstehen uns bis heute alle wunderprächtig und haben dann angefangen zu planen. Also wie die sich damals genau gefunden haben, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Okay, alles klar. Aber kannst du mir sagen, wie ihr dann halt zu den Spielern zum Beispiel gekommen seid? Oder zu den Sponsoren? Weil das ist vielleicht etwas, was viele sich fragen können, die vielleicht heute sich denken, wenn sie jetzt das Interview angucken, ey Mensch, ich wollte doch schon immer mal eine E-Sports-Organisation machen. Ich wollte schon immer mein eigenes E-Sports-Team haben. Was würdest du denen mitgeben? Wie seid ihr, also Pentasports, an eure Spieler gekommen, Sponsoren? Und was kannst du denen vor allem für Tipps geben, damit die vielleicht irgendwie leichter an die Spieler oder Sponsoren Ja, eben rankommen? das ist das größte Problem. Aller Anfang ist schwer. Ohne Sponsoren findest du keine guten Teams. Ohne gute Teams hast du keine Reichweite und findest keine Sponsoren. Wir haben es ja jetzt relativ gut, dass Logix vorher schon diesen Schritt gemacht hat und sich im Prinzip schon einen Namen in Deutschland gemacht hat auch schon Sponsoren mitgebracht. Mit den Sponsoren konnten wir arbeiten und uns immer weiter nach oben arbeiten. Wir haben das bestmögliche Team für unser Budget gesucht. Das Team war dann erfolgreicher, als es eigentlich das Budget erlaubt.
Dadurch haben wir wieder bessere Sponsoren gefunden und so haben wir uns immer weiter nach oben gearbeitet. Unser aktuelles CSGO-Team haben wir, wie gesagt, gepickt als Team Berserk. Die haben vorher bei Alternate gespielt, waren Team Alternate nicht mehr erfolgreich genug. Alternate hat sie rausgeschmissen. Dann haben sie versucht, alleine zurechtzukommen, haben damals auch mit Crowdfunding sich die DreamHack finanziert, bis wir sie dann gepickt haben. Die haben dann erstmal auch in ihren Lineups was gechanged, weil sie gemerkt haben, so geht es nicht weiter, obwohl die Jungs wirklich jahrelang so zusammengespielt haben. Sind dann relativ erfolgreich gewesen, wie man gesehen hat, haben auf der DreamHack das Viertelfinale erreicht und haben dann jetzt nach dem Jahr, also am Ende des Jahres, nochmal 2 Spieler gewechselt. Von Planet Key sind der Nex und Struxi hinzugekommen, was wohl nochmal eine Verstärkung fürs Team ist. Und ja, dann schauen wir mal, was jetzt so die Zukunft bringt. Ne? Aber wirklich alle Anfang ist schwer und wirklich einen Tipp kann ich da nicht geben. Versucht euer Bestes, ihr braucht einen großen Staff. Viele Leute, die wirklich mithelfen, viele Leute, die leidenschaftlich dahinter sitzen. Und es ist wie bei jedem Startup viel Arbeit, wofür man am Anfang wirklich nicht die großen Erfolge einfahren kann. Wenn du jetzt deine ganze E-Sports-Laufbahn zusammenfasst, würdest du irgendwas bereuen? Hast du irgendwas daraus wirklich gelernt, was du jetzt halt einfach mal in einen Satz zusammenfassen könntest und für alle anderen, die sich für E-Sports interessieren, mitgeben könntest? Wenn es euch Spaß macht, bleibt dabei und macht Spaß. Ja. Ja, Wenn es euch Spaß macht, macht auch weiter Spaß. Ne? Wenn man wirklich Spaß dran hat, steckt man viel Arbeit rein. Wenn man viel Arbeit reinsteckt, kommt auch irgendwann der Erfolg und dann macht es wieder Spaß und so geht es immer weiter. ja, vor allem man muss sich ja einstellen, dass man halt auch mit Geld oder alles auch auf eine freiarbeitliche Basis auch macht, so hobbymäßig auch bleibt, richtig? Das ist richtig. Ich jetzt zum Beispiel kann ich mal sagen, verdiene kein Geld mit Pentasports. Wir generell bei Pentasports, wir machen das nicht, um Geld zu verdienen. Wirklich alles Geld, was wir einnehmen, stecken wir auch wieder 1:1 in die Teams oder in halt Förderprojekte. Ich hatte das jetzt gerade, dass ich zum Beispiel Video-Editor gesucht habe auf Reddit. Und dann gab es erstmal einen ordentlichen Shitstorm, dass wir ja im Prinzip den Leuten nicht wirklich viel Geld bezahlen wollen. Und wie könnte man das denn machen und Ausbeutung und das sollte sowieso illegal sein. Wir machen das hier auch alle umsonst. Wir stecken Stunden hier in das Projekt und wir kriegen nichts dafür. Ja? Ich krieg mal eine Fahrt umsonst nach Helsinki, damit ich das Team da bei der Laden betreuen kann, aber das war's dann auch schon. Weißt? Wir machen das nicht, um Geld zu verdienen. Ja, ich glaube, das ist auch allgemein im E-Sports allgemein so. Aber da du jetzt auch oft erwähnt hast, du steckst so viel Zeit rein und es ist halt eine Menge Arbeit, auch das Ganze zu machen, bleibt überhaupt noch wirklich viel Zeit übrig, wenn man halt jetzt neben Penta Sports auch noch Schule hat? Ähm, kommst du überhaupt zu anderen Sachen außer E-Sports und Schule? Ja, aber der Schlaf kommt dann wohl zu kurz, ne? Ja, ja. Irgendwo muss man sich die Zeit hernehmen. Auch für uns hat der Tag nur 24 Stunden. Natürlich Studium, dann muss nachgearbeitet werden und der Rest geht für Penta drauf. Und dann geht man am Wochenende halt mal feiern, ne? Sonst sieht man sich in der Uni genug mit seinen Freunden. Man verbringt ja auch so den ganzen Tag zusammen. Wohl das wahre Studentenleben hier. Ja. So, dann gehen wir mal einen Schritt weiter und da du jetzt auch gerade vorhin zur nächsten LAN fährst, in CSGO und allgemein E-Sports, was sagst du aktuell zu den Stand der Dinge in E-Sports, vor allem im Bereich Deutschlands? In Deutschland ist es jetzt gerade in CSGO wirklich schwierig, da damals dieses Game wirklich in den Medien ja so runtergemacht wurde, damals zu Zeiten der vielen Amokläufe, und das Game dafür verantwortlich gemacht wurde und wirklich der große schwarze Peter war. In Skandinavien zum Beispiel ist das ganz anders. Als wir jetzt auf der DreamHack waren, waren wir danach in der Sportsbar, da lief Eishockey und neben Eishockey lief Counter-Strike. In Deutschland ist sowas völlig undenkbar. Also wir Und haben, gerade in Deutschland die Akzeptanz ist wirklich nicht gut. Die Verbreitung ist gar nicht so schlecht. Also wir haben genug Counter-Strike-Spieler hier, wir haben auch genug E-Sports-Organisationen. Nur die an sich sind jetzt halt nicht so erfolgreich. Sagen wir mal, wir sind im Moment relativ erfolgreich, ja, für eine deutsche Organisation. Und Mousesports ist nach einigen Jahren jetzt auch wieder mit einem richtig guten Team am Start und die können auch richtig was reißen. Und dann können wir nur hoffen, dass wir dadurch auch die Akzeptanz in Deutschland für den E-Sport weiter vorantreiben können. ich meine,
jetzt nicht unbedingt auf CSGO bezogen, aber allgemein, wir haben ja für League of Legends in Köln hier die Bar of Legends. Warst du zum Beispiel schon mal da? Und ich meine, das wäre doch ein Ansatz, den man vielleicht in Deutschland zum Laufen bringen könnte. Ja, War of Legends war ich selber noch nie, weil LCS hat mich auch wirklich irgendwie nie interessiert, auch wenn es das größte Event ist. Aber muss man auch sagen, die LCS gibt es in Nordamerika und gibt es in Europa und in Europa wird die in Berlin ausgetragen, ja? Also Ja, in jetzt seit Deutschland. dieses Jahr, richtig. Richtig. Vorher war es in Köln, jetzt ist es in Berlin. Von daher sind das keine schlechten Voraussetzungen. Wir haben auch die ESL, die die größte E-Sports-Organisation im Prinzip in Europa ist. Und die hat den Hauptsitz auch in Deutschland und ihren Ursprung und tut auch viel in Deutschland. Zum Beispiel die ESL Pro Series. Die Voraussetzungen sind gar nicht so schlecht. Man muss halt nur was draus machen, ne? Also meinst du, wenn zum Beispiel jetzt allen hier in Deutschland erklären würden, was E-Sport ist und wieso das so toll ist, wieso wir vor allem das so lieben, meinst du, da würde sich was helfen lassen, sodass die deutsche E-Sport-Szene steigt? Ich meine, wir haben doch die Grundsätze da. Ja, ich meine, ne, es mag nicht jeder E-Sport, auch wenn er weiß, was es ist. Es mag trotzdem nicht jeder. Ich mag kein Tischtennis zum Beispiel. Da finde ich Fußball, Basketball und E-Sport super. Äh, Natürlich, die Akzeptanz wäre größer. Ich habe jetzt schon so oft Akzeptanz in diesem Interview gesagt. Aber das ist halt wirklich unser größtes Problem im Prinzip. Dass auch viele Sponsoren zum Beispiel sagen, nee, E-Sport können wir nichts machen, weil schlechter Ruf und das schadet unserem Image mehr, als dass es uns nützt. Ja gut, was sagst du denn jetzt dazu, dass ein Sportteam aus der Türkei, Besiktas, ich glaube, so wird es ausgesprochen, Schick das, ja. ja, hatte jetzt ein E-Sports-Team zu sich genommen. Das war ein League of Legends-Team aus dem CIS-Bereich. Ich weiß jetzt gerade sogar nicht den Namen, aber die sind in deren Szene einen mittleren Erfolg. Jetzt sind jetzt kein Top-Team, aber meinst du, das ist ein Schritt, den sich jetzt vielleicht viele zu Herzen nehmen oder als Vorbild nehmen, das entsprechend auch diesen Schritt zu wagen? Zum Beispiel könntest du dir vorstellen, dass ein Bayern München oder ein FC Barcelona ein E-Sports-Team zum Beispiel in League of Legends hat. Aber bei München kann man sich das natürlich vorstellen. Überall, wo sie irgendwas kaufen können, machen sie auch. Aber bei den anderen sehe ich das eigentlich nicht. Man sieht ja jetzt, dass in Counter-Strike immer mehr Organisationen von League of Legends auch bei Counter-Strike einsteigen, weil es halt jetzt erfolgreicher wird. Aber bei Fußballteams sehe ich das eigentlich in näherer Zukunft nicht. So, wie gut siehst du eigentlich die deutschen E-Sports-Team im Vergleich zu internationalen Ebenen, vor allem in den Spielen League of Legends und CSGO? League of Legends natürlich, SK Gaming, ganz vorne mit dabei. Ja, Waren jetzt auch auf den World Finals in Südkorea. Die sind wirklich super dabei, die gibt es ja auch schon wirklich ewig lange. Die machen da einen super Job. Viele wirklich gute deutsche Spieler, also wirklich auf Top-Niveau gibt es nicht. Wir haben jetzt Power of Evil, der jetzt bei Unicorns of Love spielt, der wirklich super Midlaner ist und einer auch der besten der Welt. In Counter-Strike gibt es eigentlich mehr gute Spieler. Auch wir haben jetzt bei uns Next im Team, der sicherlich auch auf internationalem Top-Niveau definitiv mitspielen kann und da auch zu einem der besten gehört. Sonst organisationsmäßig gibt es ja wirklich, wie ich schon öfter erwähnt hatte, viele in Deutschland, was jetzt nur nicht so erfolgreich ist, weil halt die guten Spieler auch über alle Organisationen verteilt sind. Aber wir sind relativ gut aufgestellt mit CSGO im Moment. Mousebots ist relativ gut aufgestellt mit CSGO. Und dann halt SK Gaming in League of Legends haben ja jetzt nicht so wirklich viele deutsche Spieler, aber ist auch eine deutsche Organisation. So, gehen wir nochmal ein bisschen weiter zurück zu den Organisationen und Vergleich gerade zu CSGO. Du hast bestimmt mitgekriegt, TSM ist jetzt auch bei CSGO eingestiegen. Wer League of Legends kennt, kennt auch TSM, ist wohl die Bekanntschaft in League of Legends. Und die haben das dänische Line-Up von Dignitas aufgekauft. Und laut ein The Daily Dot Artikel von Richard Lewis sollen die auch am meisten jetzt in der Szene verdienen. Also die kriegen 100% ihrer Preisgelder, die kriegen wesentlich mehr Geld aus ihren Streams raus und sollen angeblich bis zu $3.000 im Monat verdienen. Was hältst du davon? Meinst du überhaupt, dass es wahr? Ich meine, ich sehe das so, dass es überhaupt möglich ist für TSM das bezahlen. Ich meine, die sind auf jeden Fall eine sehr, sehr große Organisation und haben auch die Sponsoren dazu. Aber meinst du, das ist schon der erste richtige Schritt, dass CSGO
auf dem Niveau von League of Legends steigt? Oder was denkst du denn von diesem ganzen Move von TSM? Damit CSGO wirklich auf das Niveau von League of Legends steigt, muss erstmal im Prinzip eine Globalisierung stattfinden, weil die Asiaten spielen quasi kein CSGO. Viele von denen wissen noch nicht mal, was es ist. Und gerade die Asiaten sind ja führend in League of Legends. Aber dass die Spieler von Dignitas jetzt bei TSM $3.000 im Monat verdienen, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich kenne auch europäische Teams, die so viel im Monat verdienen. Das ist nicht wirklich was Neues. Aber klar, TSM hat finanziell ganz andere Möglichkeiten als die meisten anderen Teams hier in der CSGO-Szene. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Also aus Sicht der Spieler. Und es fördert auch den E-Sport. Ich meine, also laut jetzt den Ergebnissen von den X-Games, sie sind ja dritter Platz geworden, haben Fnatic vorhin geschlagen beim Third Place Match. Meinst du, die können dann auch auf jeden Fall hier positiv die Szene irgendwie eindrücken? Vor allem, wenn TSM ja eine amerikanische Organisation, meinst du, die würden die auch zur USA verfrachten und wortwörtlich die, vielleicht da die CSGO-Szene ein bisschen aufbessern und aufmischen zu können? Kann passieren, aber das gab es bisher im CSGO E-Sport noch nicht wirklich. In League of Legends wird es ja immer mehr so gemacht, dass auch asiatische Spieler halt nach Nordamerika transferiert werden oder nach Europa. Aber in CSGO ist das ja eigentlich bisher noch nicht so wirklich passiert. Da gibt es mal eine amerikanische Org, die dann ein europäisches Team pickt. Die spielen aber auch in Europa. Muss man halt mal abwarten. Ist klar, so jetzt gehen wir mal zurück zum Game selber, also nicht nur speziell Orks mäßig. Was hältst du eigentlich gerade vom Spiel Counter-Strike? Findest du, ist es gebalanced? Findest du, ist es halt überhaupt gut? Gerade im Vergleich, denkst du, das wird, so wie das Spiel gerade ist, auch weiter steigen? Was denkst du vom Spiel allgemein? Und da scheiden sich ja die Geister, ne? Also, die meisten Leute sagen, dass das Spiel viel zu CT-sided ist. Kann man so sehen, aber in der Regel spielen beide Teams CT und deswegen gleicht es sich so wieder aus. Also, gebalanced finde ich es eigentlich im Moment relativ gut. Man könnte mal über einen Map-Pool nachdenken, weil so Maps wie Cobblestone, die halt im Prinzip Ja, fast kein Team spielen will und die werden immer rausgewetot. Und Season wollen viele spielen, haben es in CSS viel gespielt und wollen es wieder drin haben und die Map ist halt draußen. Und da könnte man mal drüber nachdenken, wirklich, ob man da was ändert, aber sonst generell gebalanced ist es ganz gut, bis auf Nuke, ne? ja gut, ne? Ich meine, das wäre eigentlich schon gleich meine nächste Frage. Was hältst du eigentlich vom aktuellen Map-Pool? Weil ich meine, gerade die X-Games hat es eigentlich wieder bewiesen. Nämlich gerade beim Finale NiP und LDSC haben ja das dritte Match ja gerade auf Cobblestone gemacht und alle haben sich eigentlich beschwert, weil eigentlich keiner dieses Map spielen wollte. Aber die dritte Map ist ja random und deswegen kam sie ja überhaupt dran. Und danach kamen die ganzen Reddit-Threads, das du musst raus, hier Season oder vielleicht das neue Train rein. New gefällt mir auch nicht so. Gibt es eine Map, die du persönlich für dein Team oder allgemein lieber sehen würdest, als vielleicht anstatt Cobblestone? Oder gibt es irgendeine Map, die du unbedingt raus haben willst? Also ich selber bin ja eher so der CSGO-Noob, wenn ich selber spiele. Aber ich weiß natürlich von unserem Team, dass sie Cobblestone wirklich nicht mögen, ne? Ich kenne fast kein Team, das Cobblestone mag. Also Magst damals, du selber Cobblestone? nein. Also hier Unrein, die jetzt bei Copenhagen Wolves spielen, die spielen Cobblestone recht gern und Virtus Pro hat auch nicht so ein großes Problem mit Cobblestone, da halt die anderen Teams noch schwächer auf Cobblestone sind. Aber der Rest der Szene mag Cobble eigentlich nicht wirklich und würde Season lieber sehen. Ja, gut. Meinst du, das ist etwas, was Valve jetzt schnell möglichst ändern sollte? Weil ich meine, die lassen die schon extrem lange Zeit mit überhaupt einem Statement, was Map Pool in CSGO angeht. Ja, Valve ist nicht in der Position, dass sie irgendwelche Statements abgeben müssten, ne? Ja, das ist Können im wohl Prinzip wahr. tun, was sie wollen. Und es gibt genug andere Maps, die gespielt werden. Ich meine, Kabel wird dann halt rausgevotet. Wenn nicht von dem einen Team, dann meist von dem anderen Team. Und das ist ganz okay so. Man kann es so weitermachen. Also es muss nicht geändert werden. Ganz klar. Also, nochmal eine Frage jetzt hier zu der deutschen Szene, ne? Wenn du jetzt überlegst und deine Erfahrung dann halt deine Spieler auch anguckst und vor allem die Turniere, die es halt vor allem hier im deutschen Bereich, in der deutschen Szene gibt, gibt es etwas, was dir vor allem in Deutschland am meisten in der E-Sport-Szene fehlt? Vielleicht um CSGO voranzutreiben, vielleicht League of Legends nochmal ein großes Stück. Ja, gibt's Professionalität.
Definitiv, sowohl bei vielen Spielern als auch bei Organisationen. Es ist teilweise echt traurig, was da abgeht. Ja, jetzt kann ich natürlich keine Details nennen, aber jeder, der wirklich in der Szene arbeitet, weiß, was gemeint ist. Also in Deutschland sind Teams wirklich sehr unprofessionell. Viele Organisationen sind sehr unprofessionell. Da werden Gelder nicht gezahlt, Gelder werden viel zu spät gezahlt, Verträge sind ungültig. Das ist echt, da muss noch dran gearbeitet werden, damit auch wirklich der E-Sport einen guten Ruf verdient. Also Professionalität ist wirklich eine Sache, an der muss noch gearbeitet werden, was auch gar nicht so schwierig ist, wenn sich mal jeder wirklich zusammenreißen würde. Also gut, also ich meine, wir haben noch einen weiten Weg voraus, aber da wir gerade eben über den Begriff E-Sports kurz geredet haben und ich heute lustigerweise mit einem Kumpel gerade über diesen Begriff nochmal diskutiert habe, ähm, siehst du E-Sports als eine Sportart an? Ja, definitiv. Ich habe damals selber natürlich eine anerkannte Sportart gemacht, Basketball und Judo. Aber ich sehe E-Sport definitiv als Sport an, weil ich meine, man bewegt sich immer noch mehr als Schach, ja. Und man muss auch genauso viel nachdenken, als wenn man Schach spielt. Ich meine, der Vergleich wird oft gezogen, aber es ist halt so. Wenn man Schach als Sport anerkennt, dann muss man auch Counter-Strike oder League of Legends oder StarCraft als Sport anerkennen. In den USA ist es ja so, dass wenn die Spieler damals halt noch aus Russland zum Beispiel immer rübergeflogen sind von Gambit, dass die ein Sportlervisum bekommen haben. Also Ja, das gibt's da schon, aber in Europa geht's halt noch nicht so weit. Aber ich glaube, in einigen Ländern ist mittlerweile der E-Sport auch schon als Sport also anerkannt, ich würde aber halt sagen Schweden in auf jeden Fall, Deutschland, oder? das kann sein, aber Ich, Telefon, in Deutschland. Also ich meine mich irgendwann mal durch irgendwie einen Artikel über Reckless zum Beispiel gesehen zu haben, dass sie auf jeden Fall E-Sports vor allem auch bei diesen großen, ganz großen Events auch teilweise sogar im Fernsehen gezeigt haben. Oder was wir gerade vor allem in Deutschland auch schon hatten, nämlich die ARD, glaube ich, war das, hat die ZDF EPS, Info. ZDF ZDF Info Info. hat die EPS Finals ja sogar gezeigt. Ich hatte das irgendwie nachher in Reddit oder so gelesen, weil das war irgendwie so total komische Zeiten, wo sie das gezeigt haben. Aber meinst du, das ist ein Schritt, den wir zum Beispiel in Deutschland auch machen können, dass wir vielleicht mit den E-Sports auch einfach mal ein bisschen Mainstream-Medien, so wie Fernsehen oder so, ansprechen? Oder meinst du, allein durch Stream könnten wir auch schon dahin ankommen? Also in Südkorea ist es ja ganz normal, dass im National-TV auch Counter-Strike übertragen wird und StarCraft und League of Legends. Jetzt bei der Asus Rock LAN in Finnland wird im finnischen Nationalfernsehen auch das Finale übertragen. Mal gucken, ob wir es dahin schaffen. Und in Deutschland war es halt auch auf ZDF Info, ich glaube jetzt auch schon das zweite Mal. Aber ich denke nicht, dass die Übertragung im Fernsehen den E-Sport wirklich weiterbringt. Denn die Leute, die wirklich angesprochen werden, die sich für E-Sport interessieren, die große Mehrheit, die hat auch Internetzugang und schaut sich den Stream an, wenn sie es sehen wollen. Die brauchen dafür nicht das Fernsehen. Ja gut, das ist wohl wahr. Meinst du gerade eben, ich spreche jetzt nicht von der Spieleranzahl oder von den Leuten, die sich halt jetzt schon dafür interessieren, aber ich meine, es gibt auch eine große Menge, ich sag mal, 50% der deutschen Bewohner haben sich gar nicht mal mit diesem Begriff auseinandergesetzt. Meinst du, gerade dieser Schritt entgegenzukommen und erstmal über Fernsehen, Zeitungen, ich meine, es gab auch schon sämtliche Zeitungsartikel über League of Legends vor allem, weil ich meine, das wird ja auch in Köln ausgetragen. Ich meine, die Bild hätte mal was dazu geschrieben. Es war jetzt zwar nicht der größte oder beste Beitrag, den ich über League of Legends gelesen habe, aber es war ein Beitrag zu E-Sports. Meinst du, gerade das meine ich, ist das etwas, was du äh, sehen könntest als Hilfe für eben diese Leute, die jetzt nicht direkten Kontakt zu Videospielen oder Internet haben? Der Kicker macht sowas ja schon, dass sie auch einen E-Sports-Teil haben. Aber der handelt halt hauptsächlich um FIFA auch wieder wegen dem Imageproblem der anderen Games. Natürlich kann man dadurch neue Leute erreichen wohl, das wird wohl funktionieren, aber ob das denn wirklich so effektiv ist, ist dann auch die Frage. Also klar, es wird wohl Nutzen haben, wenn man halt jeden anspricht, weil ein paar Leute sind bestimmt dabei, die sich auch dafür interessieren, auch der älteren Generation. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Es kann dem E-Sport nicht schaden. Alles klar, also du hast ja gerade wegen Kicker erwähnt und gerade FIFA ist ja wirklich nur in Deutschland so irgendwie erfolgreich. Und meinst du, das ist etwas, was den ganzen Leuten entgegenkommen könnte?
oder halt, dass es FIFA überhaupt irgendwie weiter als E-Sport schafft. Weil ich meine, ich erinnere mich jetzt halt an ein paar Events an in Spanien oder vor allem in Deutschland, die FPS zum Beispiel. Und da sind halt hauptsächlich Europäer dabei. Meinst du, gerade eben dieser Mix zwischen E-Sports und normaler Sport, also Fußball und E-Sports, ist etwas, was da auch weiterhelfen könnte? Nö, nicht so. Nee, also auch FIFA wird halt von wirklich vielen, vielen, vielen Leuten gespielt, aber competitive halt nicht wirklich. Also in der ESL gibt es zwar einige Spieler, aber halt nicht so, keine Ahnung. Jeder hat schon mal FIFA gespielt, oder? Auf der Ja, Konsole. klar. Ich meine, jeder zweite Aber Kumpel hat eine ja, und Konsole mit FIFA. jeder meint doch, er wäre der Überpro in Ja, FIFA, nur weil er seine Freunde mal abzieht. Aber die kompetitive Szene ist halt in FIFA auch echt klein und ja, ob sich jetzt unbedingt die normalen Fußballfans für FIFA interessieren, das ist auch die Frage. Wobei jetzt auch FIFA virtuelle Bundesliga, das wird ja auch die Qualifier in Fußballstadien ausgetragen. Aber so wirklich von den wirklichen Fußballfans interessieren tut sich dafür keiner. Ich gehe ja auch ins Stadion und über FIFA redet da nicht wirklich jemand. ja gut. Das ist ein Argument. Aber gut, so, dann beende ich jetzt einfach mal hier diesen E-Sports-Bereich. Schon mal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit dafür genommen hast. Oh, gerne. Und ich mache immer gerne am Ende meiner Interviews so eine Art Fun-Section, wo ich einfach ein paar Fragen, die du einfach mit dem ersten Gedanken, der dir irgendwie vorkommt, beantwortest. Ist es okay für dich? Oh klar. Also, fangen wir mal an. Lieblingsband. Lieblingsband habe ich im Prinzip gar keine. Ich höre im Moment ziemlich viel Musik von Monster Cat, weil für ein Indie-Label machen die wirklich super Musik. Sonst Linkin Park höre ich sehr viel und sehr gern. Ich würde so im Prinzip sagen Linkin Park. Also das vorletzte Album war jetzt eher so beschissen, aber das neue, wieder Back to the Roots, das war schon ganz gut und ich war letztens auch auf einem Konzert von denen und live rocken die Jungs auch wirklich. Lieblingsfilm oder Serie? Lieblingsserie eigentlich wohl immer noch Prison Break. Die erste Staffel war einfach grandios. Suits gucke ich sehr gerne, House of Cards auch. Game of Thrones ist ja halt so ein bisschen irgendwie so Herr der Ringe Verschnitt und ein bisschen mittlerweile auch ausgelatschtes Thema. Lieblingsfilme, auf jeden Fall alles, was nicht James Bond ist, weil die James Bond-Filme, die gehen echt gar nicht. Okay. Lieblings-E-Sports-Turnier? Lieblings-Sports-Turnier, eigentlich die Gamescom. Ja? Erste One auf der Gamescom war echt super. Auch generell von der Organisation und die ESL kümmert sich wirklich von allen Organisatoren am meisten um die Teams. Man kann so viel gegen die ESL sagen, wie man will, aber Turniere, die sie organisieren, die sind wirklich super. Lieblingsspiel? Lieblingsspiel, im Moment Counter-Strike. Es macht halt am meisten. Ich bin nicht wirklich gut darin, aber es macht trotzdem Spaß. Selbst wenn man scheiße ist, es macht Spaß. Und es ist auch spannender zuzuschauen, weil wirklich immer Action ist und nicht mal wie in League of Legends in der EU-LCS 30 Minuten lang gefarmt wird. Und das passiert erst mal in 30 Minuten gar nichts und man kann sich erstmal einen Kaffee machen gehen. Ja, Also, ich meine, das Spiel ist erst nach Counter-Strike 60 Minuten momentan. zu Ende, ne? Und Lieblingsessen? Lieblingsessen Steak. Ich glaube, seit 10 Jahren, wenn ich im Restaurant war, immer nur Steak gegessen. Ja, hört sich sehr sinnvoll und gut an. Sehr So, lecker, ja. so erst dann schon mal vielen, vielen Dank und ich bedanke mich auch an alle Zuschauer. Ähm, Hast du noch irgendwelche Shoutouts, die du am Ende dieses Interviews sagen würdest? Ja, natürlich bedanke ich mich bei all unseren Sponsoren, besonders bei Antec und bei Platin Casino. Antec, die jetzt wirklich schon seit Gründung von Pentasports immer zu Pentasports gehalten haben, auch als es nicht so gut lief, jetzt wo es besser läuft. Und natürlich auch alle zukünftigen Sponsoren. Ich will jetzt keine Namen nennen, ne? Aber da kommt noch einiges. Da kommt einiges. Spoiler-Alarm. So, dann alles klar. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt in die Videobeschreibung mal gucken und unseren lieben Alex natürlich mal auf Twitter folgen und mich, wenn ihr mehr von meinen Interviews oder meinen Content sehen wollt. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da bei Pentasports, damit ihr das nächste Interview nicht verpasst. Adios, amigos. Tschüss.